Wir testen den Twist Butler. Ich verspreche mir von dem Twist Butler, dass er uns hier hilft, auch längere Netze mal aufzubauen und also vielleicht auch, dass Leute, okay, das geht ja wirklich gut, dass vielleicht auch Leute mit kleineren Händen das Ding gut abbauen können, weil das ist ja so ein bisschen das Problem. Ich kann das 25 Meter Geflügelnetz noch gerade so in meiner Hand halten und ein 50 Meter Netz könnte ich gar nicht halten. 50 Meter Netze haben wir ja auch in unserem System gar nicht, aber zumindest wenn es dann geht, dann kann man das ja sogar noch mal überlegen, ob wir doch welche brauchen. Und genau, das geht jetzt schon gut. Mal gucken, wie es gleich zum Abbauen geht. Aber aufbauen geht ja schon mal auch erstaunlich schnell. Ich hatte auch Sorge, dass es dann ewig dauert mit dem Aufbauen und mit dem Abbauen, weil dann mache ich es natürlich schneller mit der Hand. Aber mein Hauptziel ist eigentlich, dass wir es verwenden können für Leute, die nicht so große Hände haben, weil wir wollen ja auch Rufer hier beherbergen. Wir machen jetzt eine FÖJ-Stelle und je nachdem, wer dann da kommt, sollen ja auch alle mitmachen können. Und wir brauchen auch mal Urlaubsvertretungen, wenn wir mal wegfahren. Und wenn das dann daran scheitert, dass die Person das Netz nicht entspannt ab- und aufbauen kann, ist ja dann auch doof. Gut, das hat schon mal geklappt. Ging erstaunlich schnell, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war jetzt ein 25 Meter Netz. Direkt ein bisschen schwierigere Aufgabe für den Twist Butler, weil wir müssen hier um die Ecke und wir fahren hier an der Hecke entlang. Mal gucken, ob es da direkt Probleme gibt. Eigentlich lege ich mir die Netze immer sofort erstmal hin und dann... Okay, jetzt hat es hier sich ein bisschen verheddert. Kein Problem, okay. So, das erste stecke ich mir rein und eigentlich lege ich mir dann immer die anderen nach und nach erstmal hin. Aber vielleicht kann man jetzt sogar direkt stellen, weil das ist ja jetzt gehalten. Das wäre natürlich auch nochmal cool. Okay, das geht. Dann spart man sich Wege. Normalerweise lege ich mir die Netze immer hin und komme dann im zweiten Gang nochmal und stelle sie dann in Ruhe, weil ich ja in der einen Hand immer die Netze noch drin habe. Aber so kann ich es jetzt gut halten hier auf der einen Seite und auf der anderen. Gut, das sind jetzt auch Fiberglasstäbe, die kann ich von oben auch reindrücken. Ich habe vor allem diese Plastikpfähle, die finde ich auch besser, weil die nicht so steif sind und wenn man dann doch mal drüber steigt, dann geht das Netz nicht sofort kaputt. Wenn man hier drüber steigt, dann gibt das Netz nach und nicht der Pfahl. Vorteil ist natürlich, dass die steiler stehen, aber dann muss man halt diszipliniert sein und immer den Weg gehen, dass man das Netz aufmacht, um reinzugehen. Deshalb haben wir jetzt, die neuen Netze sind alles einfach Plastikpfähle, die sind günstiger und tatsächlich finde ich sie auch einfach besser. So. Aber das gefällt mir schon mal sehr gut, dass ich hier einfach bauen kann und nur einen Weg gehen muss. Hier, das Netz habe ich mal stehen lassen zu lange und dann hat sich da ein Wildtier verfangen. Zum Glück ist es wieder rausgekommen, aber das war doof. Weil wenn da kein Strom drauf ist und gerade an solchen Stellen, es war auch so eine Stelle wie hier, da stand es an der Hecke und ich habe es nicht sofort wieder abgebaut, weil wir dann mit den Tieren woanders waren und das war dann doof. Gut, am Ende muss man natürlich mehr kurbeln, weil jetzt nicht mehr so viel Netz drauf ist und der Umfang dementsprechend kleiner ist. Gut, aber das war jetzt doch nice. I like it. Das hat mich jetzt überrascht. Es ging einfach, es ging doch ziemlich schnell und ich musste den Weg jetzt nicht nochmal laufen. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Time-Stopp und vergleiche mal, wie lange dauert es, das Netz aufzubauen, das Netz abzubauen mit der Hand. So, und so mache ich das nämlich normalerweise. Ich schmeiße mir die einfach hin. Schon mal grob da, wo es hin soll.
so nah wie möglich an die Hecke. Wir wollen ja, dass sie möglichst viel Fläche sich anschauen können. Jetzt überlege ich noch, ich gehe hier noch runter. So, da hängt noch was im neuen Zaun. So, das kommt mir direkt in den Müll. Und dann gehe ich eben, bin ich einmal den Weg gelaufen, jetzt laufe ich ihn nochmal zurück. Also dreimal so viele Wege muss ich gehen als mit dem Twist Butler. Das ist vielleicht wirklich ein Effizienzding hier. Und jetzt stelle ich mir die auf, weil dann habe ich nämlich 2 Hände frei. Kann ich ihn ganz in Ruhe hier aufbauen. So, und jetzt sieht man es schon, die kann ich nicht so schön in den Boden stecken, da brauche ich meine Füße für. Dann schauen wir jetzt nochmal, wie klappt es mit den 50 Meter Netzen. Also es geht schon auch. Mit meinen großen Händen kann ich auch ein 50 Meter Geflügelnetz locker aufstellen. Habe ich mich doch falsch erinnert. Aber genau, es ist natürlich entspannter, ein kleineres zu bauen. Okay, und dann probieren wir jetzt nochmal den Twist Butler aus. Der Twist Butler wird ja auch verkauft, nur das Unterteil und dann in mehrfach. Und die Rolle, hier, das Drehding hier oben einfach. Und man kann das dann einfach abmachen, damit man es gut lagern kann damit. Aber ich glaube, das ist dann schon eine teure Variante zum Lagern. Klar, gut, wenn man das Ding verwendet und die Dinger dann aufgerollt sind, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man es damit einlagert. Aber da das eben bei uns jetzt nur eine Arbeitserleichterung sein soll, werde ich jetzt nicht mehrere davon kaufen. Gut, es kommt jetzt trotzdem an seine Grenzen. Es ist sackenschwer. Es dreht sich nicht mehr so gut. Gut, jetzt geht es natürlich auch bergauf hier. Ich vermute mal, das ist gedacht für 50 Meter Schafzaun und nicht 50 Meter Geflügelzaun. Und das Ganze rückwärts. Noch ein Problem, was jetzt auftritt. Ich muss es komplett abrollen, weil ich nicht weiß, wo genau ich hier die Ecke machen muss, um da hinten wieder den Zaun zu treffen. Von daher ist der Effekt jetzt schon mal, dass man schön aufbauen kann, während dass man nicht zweimal laufen muss. Der Effekt ist jetzt schon mal hinfällig.
Also muss ich wieder hier laufen. Also meine Einschätzung jetzt nach dem ersten Testlauf, der Twist Butler ist schon cool, also ist eine coole Idee, minimalistisch, einfach unten den Teller dran, dann die Stange und oben das zum Drehen. Ja, ist schon cool, der Twist Butler, aber wird jetzt nicht unsere Abläufe hier groß verändern. Der ist wahrscheinlich für einen Schafzaun 25 Meter, 50 Meter super geeignet, aber ein Geflügelzaun 50 Meter ging jetzt auch an die Grenzen. Und genau, also deshalb werde ich jetzt unser System wahrscheinlich beibehalten mit den 25 Meter Geflügelnetzen. 25 Meter passen auch gut auf den Twist Butler, aber wir brauchen das nicht grundsätzlich. Und dann ist es, denke ich, schon für Leute, die sich schwer tun mit dem Zaunbau, kann ich mir vorstellen, dass es ein cooles Teil ist. Ich werde es auf jeden Fall mal in der Nähe behalten und wenn mal jemand mithilft, das der Person anbieten, dass man es auch mal testen kann. Ja, cooles Teil, coole Erfindung und gleichzeitig ist es auch wieder so ein Gadget. Die Welt hat sich auch vorher noch weiter gedreht.